Wir kommen jetzt zu einem Thema, das ich sehr viel besser verstehe als KI und Open Source. Und zwar einem Thema, das wir hier schon sehr lange nicht mehr beschäftigt, mit dem wir uns hier schon sehr lange nicht mehr beschäftigt haben. Und ich glaube, es ist an der Zeit, nicht mit Smart Marks, es ist an der Zeit, dass wir uns diesem Thema mal wieder öffnen. Wir müssen das tun, weil ich es für wichtig halte und weil ich glaube, dass es unser aller Leben verändern und dann auch verbessern wird. Wir schauen uns das Video von einem meiner großen Vorbilder an, Mark Sargent, mit dem Titel Flat Earth Clues Introduction. Ich weiß, es mag im ersten Moment ein bisschen schwierig klingen für euch, aber hört mir zu, die Erde ist flach. Und ich habe dieses Video hier gesehen und es hat mir meine Augen und Ohren geöffnet und deswegen will ich das natürlich auch mit euch teilen. Denn die Argumente sind einfach gut, die hier gemacht werden. This is a Reader's Digest version containing many of the interesting parts of the Flat Earth theory. For those who have already started seeing things with new eyes, Ich zum it will Beispiel. be mostly a recap, but there could be a few new angles you haven't looked at. For the rest of you, Das ist übrigens die flache Erde übrigens, nur falls ihr nur die NASA-Bilder kennt. Also die Lügen von NASA. who are new to this, the first question is invariably, is this a joke? Kennt ihr den offiziellen Gruß von Flacherdlern? Das ist der offizielle Gruß. Wenn man jemanden auf der Straße kennt und ihn so grüßt und er zurückgrüßt, dann weiß man, aha, mit dem, das ist nicht dein Ernst. Öffne die Augen und sehe für dich selbst. Because it's a joke, right? And that's where we start, because it's one of our two basic childhood facts. 1 + 1 = 2, and the Earth is a globe. We're taught this before almost everything else, and that right there should give you a clue on how serious this secret is. Richtig. Richtig. Ja. Ich brauch's ja gar nicht. Mark Sargent macht das schon alleine ganz gut. But for those who have forgotten their history, here's the modified Men in Black version. For the first 4,000 years of our civilization, we believed that the Earth was a flattish disk, surrounded by a solid dome barrier called the firmament. All of the 5 major religions had their own version of this, and the churches enforced the belief. Then, around 1514, a man named Copernicus created a new model of the world. He stated that if the Earth was spinning around 1,100 miles an hour and circling the sun at 60,000 miles an hour, the world was then round. And while the math more or less worked, there was a problem. It was 1500, and the technology to prove such a theory wasn't there. The first balloon to carry people wasn't invented until 1760. Wo ist dein Die Erde ist flach T-Shirt? Das hat leider den Umzug nach Irland nicht miterlebt, weil ich Angst hatte, dass wir an der Grenze kontrolliert werden. Und wenn die dann irgendwas aufmachen und dann ein gelbes T-Shirt sehen, wo drauf steht, die Erde ist flach, dass sie dann vielleicht mit dem Bias an mich herantreten. Aber keine Sorge, ich habe die Grenzoffiziere dennoch so gegrüßt. Also, ich bin mir dennoch treu geblieben. Odin. Sailboats were the only travel over water, and the fastest thing on land was a horse. But the new worldview was promoted and took hold. The religions adapted to handle the new reality, and life moved on. More importantly, the globe model was quickly introduced into the education systems. Du solltest Ironie besser kenntlich machen, glaube ich. Manche verstehen das sonst falsch. Ich finde das witzig, dass du das schreibst, Zinund, weil als ich so getan habe, als würde ich den Stream nicht ausschalten und dann Hogwarts Legacy spielen,
hat ganz genau eine Person diese Ironie nicht verstanden. Und der hieß auch Zinund. Also, Over the next 500 years, the challenges to this model faded, to the point where the ich habe geschrieben, dass du es wahrscheinlich nicht ernst meinst. Du bist der Einzige, der wahrscheinlich geschrieben hat. Wirklich, der Einzige. globe was accepted as universally as physical laws such as gravity. Read that again if you didn't absorb it. For 20 generations, people believed that the earth was round because there was a globe in every classroom they sat in. Du hast ihm aber auch privat und im Discord öffentlich geschrieben, dass er das VOD lieber löschen soll. Ja, das stimmt auch. Zinon hat geschrieben, ich soll das VOD lieber löschen, weil man hat gesehen, wie ich am Ende Hogwarts Legacy spiele. Ja. There was no proof. Hundreds of years went by, and still Das ist schon eigentlich kinda cute, ne? civilization had no way of proving the theory. Planes were invented around 1900, but until 1957, nothing could go high enough to give a true perspective of where we lived. And that's when everything got strange. The United States and Russia both sent up rockets high enough to take decent pictures, and what they saw scared them a great deal. How do we know they were extremely concerned about the sky? Because the US and Russia immediately started firing nuclear weapons straight up, and they kept firing for the next 4 years. Ja. A few things to keep in mind here. First, this was now 1958. Nuclear weapons were very expensive and hard to come by. These also weren't those nominal yield 20 kiloton toys we used on Hiroshima. This was high kiloton to low megaton, and we couldn't get them up fast enough. And the strangeness continued in other places. Wen soll das baiten? Also, um mal die Tragweite dieses Videos ein wenig für euch zu erklären. Das Video ist vor 8 Jahren released worden und hat mittlerweile 1,2 Millionen Aufrufe. Dieses Video war die Geburtsstunde der International Flat Earth Society. Also, wenn man vor 8 Jahren bei Google Flat Earth Theory eingegeben hat, hat man so 50.000 Ergebnisse bekommen. Nach diesem Video ist es dann zu dem geworden, was es jetzt ist. Und zwar einer international agierenden flachen Erde-Gesellschaft. Ja. Dieses Video hier. In 1959, only a year into the atmosphere bombardment, 10 nations, including the United States, made Antarctica off-limits to any colonization. A treaty was put in place and to this day remains intact. Over 50 nations now have signed off on this treaty. Do you know any treaty that has lasted that long between all industrialized nations? Moreover, do you know any piece of real estate in the world that is owned by no one? You would think at the very least one of the large oil companies would use their huge financial resources to explore this region. Wisst ihr, warum das nicht der Fall ist? Weil das das Ende der Welt ist. And yet they don't even petition the idea. The short version of the Also die haben tatsächlich Atomwaffentests in der oberen Atmosphäre durchgeführt. Nein, das waren keine Atomwaffentests. Die Sowjetunion und Amerika haben versucht, die Glocke, die über unserer flachen Erde ist, zu sprengen. The discovery is this. By 1958, the military had discovered the very solid upper and outer edges of our world. Seht ihr? Und die Intention wurde uns vorgelügt. Das ist sehr richtig, Roman. Genau so. And had to create a way to put up do not enter signs without looking obvious. It was tricky. But if there is one thing I have learned about the authority, it's that nothing is left to chance. Most of the work had already been done for them, so their job was primarily in the details.
The sky part of the dome was much higher than commercial air traffic, so the only thing they had to worry about there was the space program, which is immediately militarized. The outer border had the natural benefit of not only an extensive ocean, but a scaling decrease in temperature and a steady increase in iceberg frequency to discourage ships, all leading to a permanently frozen landmass that could not be used for any form of agriculture. This ocean and ice layout had worked well for thousands of years because the technology of the current civilization didn't evolve quickly. Ihr müsst euch ja vorstellen, ne? Wir wissen ja, dass die beiden Pole, der eine oben, der andere unten, ne? Der eine im Süden, der andere im Norden. Der ist ja, bei einer flachen Erde ist das ja nicht so. Bei der flachen Erde ist ja ein Pol in der Mitte und der andere an allen Rändern. Versteht ihr das? Deswegen geht niemand in die Antarktis. Weil das die Grenze unserer Erde ist. Unserer flachen Erde. Versteht ihr das? Ist logisch. Sailors avoided cold weather seas whenever possible, and oxygen levels get low enough to harm people, even on high mountains. The brilliance of the design comes in the simple fact that human males are corrupted by power. Corruption so total, in fact, that they would rather hide the world itself rather than risk their power on it. You could theorize that kings and popes were told of the world a long time ago. Maybe an ancient scroll or book. Perhaps an interdimensional being told the tale of what the world looked like. Genau. But this was all but dismissed, because even the most powerful leaders of the day couldn't reach the borders. And if they couldn't, what chance did the general public have? It's one thing to be told of the giant impenetrable dome, but it's a whole different animal when you finally stand right next to it. Then the tough decisions have to be made. Do we keep the secret? And how far are we willing to go to keep the status quo? Once they decided to keep the secret, no expense was spared. The rapid progression of rocketry science had to be addressed quickly, and so the moon missions were created. Matt from the NASA channel was right in his thinking that you needed the moon mission event to stage a picture of the Earth from deep orbit, and that couldn't be more true. Establishing NASA as the frontrunner of space exploration also diverted people who would have otherwise created their own space companies for profit. The best engineers, technicians, and pilots, Die SpaceX zum Beispiel, aber zum Glück gibt es sowas nicht. were recruited to the NASA space program. Once there, they were compartmentalized on a need-to-know basis. The astronauts know of the deception and are sworn to secrecy under the penalty of whatever motivates them. Private space programs are discouraged, sabotaged, or absorbed into the NASA fold. Private sector spacecraft are just not going. Danke für den stabilen Aktivismus. Warum gucken wir das? Das ist alles bekannt. Ja, ich weiß, aber nicht für alle. Ich möchte, wie gesagt, eine breitere Form der Aufklärung betreiben, um möglichst viele sogenannter Bildungsauftrag. Going to be allowed for several reasons. The most obvious is the collision with the dome itself. The telemetry data from such a mission would show an impact failure at a certain altitude, and if repeated, would raise questions NASA just isn't prepared to answer. There are 3 perpetual questions about our world that can't be eliminated, but avoided at all costs. These are the questions you should ask yourself and others if this protective layer is going to be lifted. I'd like to preface this with a thank you to Max Malone, a conspiracy hardcore who has a knack for boiling down debates to a single paragraph whenever possible. Conspiracy hardcore. It was he who said, after over 50 years and thousands of hours of space travel footage, both by NASA and other countries, there is no exterior shot where the astronaut completes the simple act of panning the camera 180 degrees, let alone a full 360-degree sweep. This has never happened on any moon mission, exterior space station, nothing, ever. Statistics will tell you that this would have already happened by accident years ago. Richtig. But it hasn't, and it won't. This is because of the rule they cannot break. The same rule that applies to television set shows that never show the fourth wall. Genau. Why?
There is none. Because there is no fourth wall. Ja. Number 2. When you search online for pictures of the Earth from space, 95% of what you will see is a collection of artificial composite shots. In 2000, when I did this search, there was exactly one picture by NASA showing the bottom part of Africa and Antarctica. Now that picture is hidden within hundreds of simulated images. There are HD cameras everywhere, and no one is taking a shot of the Earth, because you can't get enough altitude to do it. Was haben die Regierungen davon, dass sie das Geheimnis bewahren? Ich habe da meine eigene Theorie. Pass auf. Ich glaube, an den Rändern leben mächtige Kreaturen, die die Eliten und die Regierung mit Geld versorgen. Weil, und jetzt muss man überlegen, irgendwo muss das Geld ja herkommen. Versteht ihr? Number 3. The commercial air travel route. Krass. Karl, du hast mir mit diesem Video die Augen geöffnet. Vielen Dank. Bin nun endlich kein Globter mehr kappa. For the southern hemisphere are wrong. This is an easy thing you can check out in 60 seconds. Genau. Take a map reading of the distance between anywhere near Australia and anywhere in South America. Genau. It's a straight shot across the South Pacific. Now find your favorite travel site and try to get there non-stop. Genau. See what happens. See what happens. The routes start turning ridiculous. I used to business travel for years, Einfach mal and I've 60 never seen Sekunden anything auch mal like it. selbst recherchieren. It's the one thing in the general public world they can't hide. The actual distance between these two places. On a round world, the flight is easy, just a straight shot across an ocean. But on a flat world, it becomes the greatest distance between 2 points. There are no shortcuts, so they distract you with multiple connections and layovers. Warte mal, ich zeige euch das mal ganz kurz. Das sind alle Flugrouten, die es gibt. Wenn die Erde wirklich rund wäre, dann würden die ja einfach von hier, so wie dieses Flugzeug hier, oder dieses Flugzeug hier, oder dieses Flugzeug hier, die würden dann ja einfach Versteht ihr? Das ist, glaube ich, eine ziemlich beschissene Seite, oder? Haben wir hier vielleicht, gibt es hier eine andere Seite, wo man die Flugrouten sich alle anschauen kann. Zur Flugmap akzeptieren. Ah, da. Da sind wir. Muss ich gerade mal gucken, wo denn hier... Hier ist die Welt, ne? Und hier ist Grönland. Und hier ist ja, hier müssten die sich ja dann treffen. Also die könnten ja, so wie dieses Flugzeug, einfach hier lang fliegen, wenn die Erde rund wäre. Macht aber kein Flugzeug jetzt, außer das hier und das hier und das hier. Aber die würden dann ja einfach die kurze Route nehmen. Das machen die aber nicht. Also bis auf einige wenige. Und die sind halt nur zur Ablenkung da. Die werden hier künstlich eingeführt, damit, wenn man sich solche Karten anschaut, da zumindest mal eins zu sehen ist. In Wirklichkeit fliegen die halt die größte Strecke, die es gibt, ne? Wenn du von Amerika nach Russland kommen willst,
dann kannst du da ja jetzt nicht einfach rüber gucken. Also das ist ja nicht so, also wenn du hier stehst, ja, hier, Ach, hör doch auf. Das Glob ist ja eh doch selber nicht. könntest du ja einfach darüber Komplett gucken, verrückt. aber das kannst du ja gar nicht. Deswegen sind die Leerflüge auch so wichtig, um den Schein aufrechtzuerhalten. Das rafft aber kaum jemand, außer wir. Also, wisst ihr nicht, wir haben uns ja auch kennengelernt, weil wir beide, ne? Da geht's nur um Schein. Um den Schein geht's da. It's only blind luck that the United States was in the northern hemisphere. Genau, Otherwise, the increased traffic would have raised eyebrows by now. richtig. I know. It's madness. It's lunacy. There are people who will tell you straight to your face that all the leaders of the world are lizards, and yet these people laugh out loud when you say the words flat earth. I was, and still am, a huge conspiracy guy. Das hätte keiner gemerkt. Das hätte anhand dieses Videos auch niemand vermuten können. Ich finde es gut, dass er es hier nochmal betont. I literally ran out of new tin hat topics to research. Auch das hätte niemand erahnen können. And I still wouldn't look at this one without embarrassment. But every time I glanced at it, there was something unresolved. And once I saw the near perfection of the whole plan, I was hooked. Do your own homework. Ask the questions. Get past the possibility and see if you can move into an even bigger picture. Like who built the dome and why. That's where it starts to get really interesting. And things start opening up. I know I said years ago that the greater good was something that should be preserved. That JFK, Pearl Harbor, and 9/11 were inevitable. I still believe it. And I understand the decisions. The globe illusion, however, has run its course over the last 500 years. It's time to start again. If that means we end up getting the attention of who or what created this place, and force the reset of the world, is that such a bad thing? I've put some links in the description that you might want to check out, like the current map projections used by the USGS, the United Nations logo, the Flat Earth Society, high-altitude nuclear tests, the Antarctica Treaty, among others. I'm not allowing ratings or comments on this video for several reasons. One, this topic seems to bring out the worst debates because of the initial denial. That, and I've seen dedicated trolls on the Flat Earth Society website who show up every day and say the same thing to new forum members. It's a joke. It's not serious. Nothing to see here. Kind of strange that there are full-time trolls on a site that has less than 500 members worldwide. That being said, please feel free to contact me at msargent23@comcast.net, or heck, just call 303-494-6631. I know no one uses the actual phone anymore, but I'll answer what I can. Und dieses Video, ob ihr mir das glauben wollt oder nicht, hat dafür gesorgt, dass dieser Mann, Mark Sargent, der Hohepriester der Flat Earth Society geworden ist und sich Millionen von Menschen angeschlossen haben. Unter anderem Kyrie Irving, ein NBA-Basketball-Profi. Ernsthaft, ja. Und Zange auch. Und ich auch. Wenn man skrupellos genug ist, kriegt man jede Scheiße verkauft. Sieht man, ich glaube, dem geht es nicht darum, Scheiße zu verkaufen. Ich glaube, dem geht es da wirklich um eine innere Überzeugung. Ich bin ja, seit ich die Netflix-Reportage gesehen habe darüber, die noch bis zum 4. April auf Netflix ist, zumindest hier in Irland, bin ich ein bisschen hooked, weil da gibt es jemanden, die heißt Patricia, und die ist auch eine Flacherdlerin gewesen, und die hat vor 3 Jahren hat die sich der Flacherde Society abgewogen. Also die hat gesagt, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben mit der flachen Erde, weil es ein größeres Problem gibt. Die Impfung. Das ist schon eine sehr sympathische Truppe. Die machen schon.
Das ist übrigens Mark Sargent. Das die Reportage heißt Unter dem Tellerrand auf Deutsch. Unter dem Tellerrand. Ja. Ja. This is your brain. Und der ist immer noch aktiv. Der haut in sehr regelmäßigen Abständen haut der Videos raus. Und er hat, und jetzt haltet euch fest, der hat sogar warte, wo ist es? Der hat sogar Werbung gemacht für Glücksspiele. Flat, and a witch stole his pants. Flat Earth expert Mark Sargent thinks the moon landing was a hoax. Technically, the moon itself is a hoax. Right, but betting with Sportsbet's new iPhone app? I could do this standing on my head. Thanks, Gravity. Sportsbet's new iPhone app. It's foolproof. I know how we're doing. I'm not shitting you, ey. I'm not shitting you. It's fucking America. It's fucking America. Ja. Die haben, die Flat Earth Society ist eine sehr wilde Society. Die sind auch große Snoop Dogg Fans und da gibt es sehr viele Snoop Dogg Memes, weil Snoop Dogg sowas mal gemacht hat. Passt auf. It's a flat world after all. Smoke weed every day. Das meinen die komplett vollständig ernst. Das ist ein 2 Stunden 12 Minuten Video. Strange World Not Alone, Checkmark von Mark Sargent vor einem Tag released, wo einfach 2 Stunden 12 Minuten alles, was irgendwie mit einer flachen Erde irgendwann mal zu tun hatte, runtergebrochen wird. A perfect makeup overlay and potential lip filler and stuff like that. So I want to read a couple paragraphs from this. So TikTok's new beauty filter is so realistic, people think it's problematic. You think. So the new bold glamour filter on TikTok uses machine learning technology to automatically edit users' facial features. Hear why some people are disturbed and how it makes their face. Die sind komplett drin, Alter. Das ist komplett crazy. Und ich glaube auch schon langsam ein bisschen daran. Ja. So, du mal nach dem Swing Gate Experiment. Da siehst du mal, wie man richtig Sachen beweist. Oh Gott, was ist das? I bet you've never seen a better scientific experiment than this. Hello all and welcome along, my name is Simon Dan and I am back with more Flat Earth Friday frolics. Today we're responding to a YouTube channel called John Smith Global Eye. They are normally all about activism on the streets, but in this particular video a guy called Chris apparently exposes the Global Eye. I'm intrigued. Let's see what he's got. He's got 2 cameras. He's got a turntable. He's got a toy aeroplane.
Flo Plus ist ein deutscher Flat Earth Debunking Channel, sehr zu empfehlen. Ich brauche jetzt niemanden, der mir erklärt, warum die Erde nicht flach ist, um ehrlich zu sein. And he's got a gate. Well, don't know about you, but I'm convinced. I'm off for a pint. 2 hours later. Sorry, he had more. Apologies. Continue. Was ist denn jetzt das Swing-Gate Experiment? So we've got here the North Pole, which is there on a ball. Then we've got us in Great Britain, which is here on a ball. Then we've got Florida on the ball further down. South America here, top of South America, and then the equator. They're all rotational planes around the ball. Right, I'm 100% with you. So as we move, using the centre North Pole pivot around that as a pivot, we all move at different speeds in space if we live on a ball. And we should see the sky move at different speeds, dependent on where you are on this spinning ball. And if the stars look, a single star moves at the same speed from Earth, then the stars are moving. If they're moving faster for other people on the ball, the Earth is moving, but they don't see that. The stars all move at the same, one star moves at the same speed for everybody. Does it? The stars all appear to rotate around us once in a 24-hour period. That's 360 degrees in that time, which means 15 degrees per hour. However, to an observer here on Earth, they appear to move at different speeds. Polaris barely moves at all, but Rigel, which in wintertime is near the horizon, appears to move much faster. That's the point. Also ich bin bei ihm. Bislang. So we rotate. That end's moving slowly. This end's going like a jet. Like a jet? Wow, that is fast. You must have pulled that gate pretty hard, buddy. On a ball, spinning round. Doesn't work. We don't see that. We're not on a ball. The stars are spinning round us, and we're not moving. This experiment proves the concept. Use your garden gate, stick a couple of mobile phones on it, and move it yourself, and work it out for yourself. Look at the globe they give you. Ich verstehe noch nicht, was er damit jetzt... Aber muss ich wahrscheinlich auch nicht. And then do it, Kennt ihr das hier? Warte mal. Wo ist denn das? Wo ist denn das Experiment mit den, wo die so den Laser da wo die den Laser da durchmachen? Wie heißt denn das Experiment nochmal? Okay, Discord. Okay, ihr müsst mir nur sagen, wo. Ah, ja genau, das ist das. Das ist ein großartiges Experiment. Schaut euch das an. If you're seeing through this hole, through the next hole, and seeing the light at the backboard, or at 17 feet off the water, the Earth is flat. If he's holding it up at 23 feet high and we're seeing the light, well, that's because the Earth's curved. So I should only be able to see it when it's at 17 feet. Okay, go ahead and drive down there, Enrique. You're gonna hold the light there? Enrique, how high is your light? 17 feet. I mean, you know, it's as, we don't see you, Enrique. Lift up your light way above your head. Interesting. Interesting. Das ist so ein Kick, ey. Okay, und wie weit ist die Distanz? Ah, siehst du, da ist schon mal jemand, der stellt die richtigen Fragen. Da ist einer, der stellte 10 Nachrichten bislang geschrieben. Wahrscheinlich Flacherdler.
Wahrscheinlich Flacherdler, der die richtigen Fragen stellt. Der hat das gesehen, dass sich mit dem Thema beschäftigt worden ist und dass man hier ordentlich begrüßt wird. Hm? Dabei ist das ja völliger Quatsch. Die Erde ist hohl. Meine Meinung. There's nothing 100 men or more don't do. Gonna take some time to